Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. Dass die Parlamentarier einer Regierungskoalition einen Antrag stellen, der die eigene Regierung antreiben soll, ist an sich schon ein ungewöhnlicher Vorgang. Die Antreiber sind vor allem FDP und Grüne, die den Bundeskanzler dazu bewegen wollen, die inzwischen berühmten Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Das Wort Taurus steht in dem Antrag allerdings nicht drin. Das hat die SPD-Fraktion verhindert. Andernfalls wäre Olaf Scholz ja auch von seinen eigenen Leuten regelrecht brüskiert worden. Was in dem Antrag drin steht, hat es aber auch so in sich, auch ohne dass Taurus wörtlich erwähnt wird. Und zusätzlich gibt es noch Aufregung um die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann. All das vor dem Hintergrund, dass sich in der Ukraine die Lage an der Front zusehends verschlechtert. Frank Buchwald berichtet. Trommelfeuer gnadenlos, russische Artillerie in der Ukraine. Ziel ihrer Raketen sind ukrainische Städte, ukrainische Soldaten. Denen aber geht trotz aller Tapferkeit so langsam die Munition aus. Wie helfen? Diese Frage treibt auch die Koalition in Berlin um. Nun hat die Ampel sich auf eine Erklärung geeinigt. Unterstützung für die Ukraine auch mit weitreichenden Waffen. Den Marschflugkörper Taurus aber erwähnt sie nicht. Falsch findet die Opposition. Das wäre eine Waffe, die der Ukraine sehr helfen könnte, insbesondere die Nachschubwege für russisches Kriegsmaterial nachhaltig zu beschädigen und möglicherweise dauerhaft zu zerstören. Der Kanzler am Nachmittag bei der SPD-Fraktion zögert. Scholz will sich nicht festlegen. Rückendeckung vom Fraktionschef. Wenn andere meinen, man könnte diesen großen Konflikt, der größte Landkrieg in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, alleine mit einem Waffensystem lösen, ich glaube, der geht fehl. Widerspruch kommt jedoch auch aus der Koalition. FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann plädiert für die Lieferung der Taurus-Waffensysteme. Ich persönlich werde daher diese Woche auch für den Antrag der Unionsfraktion stimmen, der die explizite Forderung des Taurus beinhaltet, und appelliere weiter an jeden Einzelnen, sich für die Lieferung von Taurus einzusetzen. Die Freien Demokraten, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, tragen seit längerer Zeit vor, dass das Taurus-System eben auch eines dieser Systeme sein sollte, was geliefert wird. Und insofern habe ich Verständnis für Ihr Verhalten an der Stelle. Taurus, luftgestütztes Waffensystem, 500 Kilometer Reichweite bis tief nach Russland hinein. Viele in Berlin fürchten, die Waffe mit großer Durchschlagskraft könnte den Konflikt weiter aufschaukeln. Nun aber wird Taurus zum Sprengsatz der Koalition. Die Grünen verärgert. Dass es auch eine Frage von Professionalität ist, ehrlich gesagt. Wenn man ein gemeinsames Verhandlungsergebnis hinkriegt, dann auch dem zuzustimmen und ausschließlich dem zuzustimmen. So funktioniert eine Koalition am Ende. Der ukrainische Präsident Selenskyj und seine Frau gedachten am Vormittag der Toten der Maidan-Proteste. Heute vor 10 Jahren waren Dutzende proeuropäischer Demonstranten hier brutal getötet worden. Anfang des ukrainischen Befreiungskampfes. Wohl nie seit Putins Einmarsch war er so in Gefahr wie in diesen Tagen. Darüber wollen wir reden mit Christian Mölling, Experte für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Herr Mölling. Hallo, guten Abend, Frau Slomka. Ich würde gerne noch mal eben an den Bericht anschließen. Wie bedrohlich ist denn die militärische Lage für die Ukraine im Moment? Ja, ich glaube, es ist eben komplett richtig dargestellt worden, weil die Munition nicht mehr da ist und nicht langsam zu Ende geht, sondern schnell zu Ende geht, ist Russland zurzeit im Vorteil und ist in der Lage, Gebiete zurückzunehmen, die Ukraine lange gehalten hat. Also das ist das Dorf Adjeka, wovon wir gehört haben. Aber der Druck auch auf die Südfront, Robotnia, aber auch Saporischschja, verstärkt sich jetzt dadurch. Denn Russland kann natürlich rechnen. Es sieht, dass die Ukraine auf lange Zeit nicht mit ausreichender Munition versorgt ist und nutzt diese Gelegenheit natürlich jetzt. Präsident Selenskyj hat ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch gesagt, sie brauchen Langstreckenwaffen. So, nun steht in diesem Antrag der Ampelkoalition, dass man eben auch zusätzlich weitreichende Waffensysteme liefern sollte. Welche weitreichenden Waffensysteme außer Taurus haben wir denn in Deutschland?
Ja, ich glaube, wir brauchen da gar nicht um den heißen Brei herumreden, wie das andere tun. Es geht um den Taurus, andere Systeme bräuchte man nicht benennen, die sind schon geliefert worden. Also klar, man könnte jetzt spekulieren, Mars 2, das ist heute ja auch schon mal in der Presse aufgetaucht, die offensichtlich dankbar die Einflüsterungen von dem einen oder anderen aufgenommen hat, dass es darum aufgehen könnte. Das ist eigentlich nur der Versuch, Sand in die Augen hier zu streuen. Es geht um dieses System, dass man das rausverhandelt hat, den Namen zu nennen aus diesem Antrag, ist natürlich quasi gesichtswahrend. Das ist auch in Ordnung, das zu machen. Aber ich glaube, es zeigt einfach, wie schwierig und verhakt im Grunde genommen die einzelnen Akteure mittlerweile sind, weil man hier jetzt versucht, den Taurus sozusagen wieder rauszureden und zu sagen, so wie Herr Mützenich das eben gemacht hat, dass ging nur um dieses System. Nein, es geht ja um ganz viele Systeme, steht auch im Antrag drin. Aber gut, also im Prinzip steht Taurus klar drin, wird nur nicht so genannt, aber was anderes kommt da eigentlich nicht in Frage. Was ist denn eigentlich an dem Taurus so besonders, jetzt auch im Vergleich zu dem, was Franzosen und Briten schon geliefert haben? Darüber wird in dem Antrag auch explizit gesprochen, dass man das sehr begrüßt, Storm Shadow, Scalp. Was kann denn dieses Taurus, was andere nicht können? Es ist auf der einen Seite die längere Reichweite, es ist auf der anderen Seite tatsächlich die Möglichkeit, sozusagen tiefer durchzuschlagen, als Scalp und Storm Shadow das können. Und der Taurus ist wahrscheinlich deutlich weniger anfällig für Störmanöver und Störsignale der russischen elektronischen Kriegführung. Also diese Electronic Warfare, die Russen inzwischen auch ganz gut beherrschen. Wenn Sie sagen höhere Durchschlagskraft, dann könnte eben auch eine Möglichkeit mit Taurus sein, dass man die Kertschbrücke zerschlägt, die die Krim mit Russland verbindet. Das könnte natürlich, darüber reden alle, dass das sozusagen das erste Ziel ist, das man sich vorstellen kann. Aber es geht generell darum, tatsächlich Ziele zu zerstören, die logistisch relevant sind. Denn dann, wenn man es schafft, die Logistik für Russland zu unterbrechen, kommt eben einfach weniger Munition auch auf der russischen Seite an der Front an. Und das ist eigentlich ein ganz normales Verhalten im Krieg. Dass man das nicht machen will, ist, glaube ich, eher ein Ausdruck davon, dass man neben der Sachfrage, was ist notwendig, mittlerweile sich so verkeilt hat, dass es jetzt auch noch darum geht, wer eigentlich Recht hat und wer länger durchhält, Nein zu sagen oder Ja zu sagen. Also was die Ukraine ja auch auf jeden Fall braucht, ist Munition, also Artilleriemunition. Wie kann das denn eigentlich sein, dass Europa dazu gar nicht in der Lage ist, die in dem erforderlichen Maße zu liefern? Man hätte doch eigentlich kommen sehen müssen, dass es da irgendwann einen Mangel gibt. Ja, das ist relativ einfacher Dreisatz, lernt man, glaube ich, schon relativ früh in der Schule. Die Zahlen sind ja auch relativ klar bekannt, was eigentlich gebraucht würde. Man hat es, ich weiß nicht, ob man es verschlafen hat, nicht machen wollte. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Es ist auf alle Fälle unverantwortlich zuzusagen, dass man die Ukraine unterstützen will, solange wie es notwendig ist, und auf der anderen Seite die Voraussetzungen für diese Unterstützung nicht zu treffen. Damit trägt man Verantwortung für das, was zurzeit in der Ukraine passiert. Man hätte anders handeln können, hat es nicht getan. Herr Mölling, danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Und schauen wir nach London. Es ist wahrscheinlich seine letzte Möglichkeit, eine Auslieferung zu verhindern, zumindest vor britischen Gerichten. Vor dem High Court in London traten heute die Anwälte von Julian Assange auf. Sie versuchen, das Gericht davon zu überzeugen, dass Assange kein Krimineller, sondern ein politischer Gefangener ist. Und dass seine Auslieferung an die USA allein deshalb nicht rechtens wäre. Es geht dabei um sehr viel mehr als um das persönliche Schicksal des WikiLeaks-Gründers, der seit fast 5 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt, nachdem er davor schon 7 Jahre im Gebäude der ecuadorianischen Botschaft gelebt hatte, die ihm Zuflucht gewährte. Aus London Hilke Petersen. Sie finde bewegend, dass so viele gekommen sind, lässt Stella Assange, die Ehefrau, die Menge vor dem Gerichtsgebäude wissen. Sie kämpft den Kampf schon lange gegen die Abschiebung von Julian Assange und nennt den Fall politisch motiviert. Die USA lassen zu, investigative Journalisten zu kriminalisieren. Das ist ein Angriff auf Journalisten weltweit, ein Angriff auf die Wahrheit und das Recht der Öffentlichkeit, sie zu erfahren. Vor Gericht erscheint Assange nicht, sitzt im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, 6 Quadratmeter Zelle, 22 Stunden am Tag. Und das seit 2019. Da holen sie ihn in London aus der Botschaft von Ecuador nach 7 Jahren politischem Asyl. Denn die USA wollen ihn vor Gericht stellen, wegen der Veröffentlichung geheimer Informationen, auch noch aus der Botschaft, dort jahrelang ausgespäht vom CIA.
Der Gründer von WikiLeaks hatte 2010 Hunderttausende Dokumente und Videos mutmaßlicher US-Kriegsverbrechen in Irak und Afghanistan veröffentlicht. Damals eine Sensation, weltweit staatliche Geheimnisse im Netz transparent zu machen. Heute ist ein großer Tag, weil es um Pressefreiheit für alle geht und Julian Assange zahlt dafür einen hohen Preis. Wir sehen den Westen als demokratisch an, aber wenn Assange ausgeliefert wird, dann haben wir keine Meinungs- und Pressefreiheit. Die britische Justiz und die britische Regierung hatten sich im Prinzip schon einmal bereit erklärt, Assange in die USA zu überstellen, ausgesetzt nur, weil er selbstmordgefährdet schien. Eine Anklage als Spion, das halten auch Experten für rechtsstaatlich problematisch. Das ist eine klassische politische Straftat und das Auslieferungsabkommen von Großbritannien und den USA sieht genau eine Auslieferung in solchen Fällen nicht vor, genau wie alle neueren Auslieferungsabkommen dann Verbot haben, bei politischen Straftaten auszuliefern. 175 Jahre Haft drohen Assange in den USA, wenn die Briten ihn jetzt in ein Flugzeug setzen. Wenn es bei diesen Entscheidungen bleibt, dann meinen wir, dass es klare Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention gibt, die wir dann entsprechend geltend machen würden. Heißt, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte würden Assange und sein Beistand dann um letzte Hilfe bitten. Und jetzt macht erstmal Hanna weiter mit anderen Nachrichten des Tages. Verteidigungsminister Pistorius hat am Morgen die Fregatte Hessen vor Kreta besucht, die am Freitag in einen Einsatz im Roten Meer starten soll. Die 240 Soldatinnen und Soldaten sollen helfen, die zivile Schifffahrt in der Region vor Angriffen der Houthi-Milizen zu schützen. Pistorius betonte heute, dass es sich um einen defensiven Auftrag handele. Am Freitag muss der Bundestag dem Einsatz noch zustimmen. Ein Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen ist im Weltsicherheitsrat gescheitert. Die USA legten wie angekündigt ein Veto ein. Unterdessen warten mehrere UN-Organisationen vor einer, Zitat, Explosion vermeidbarer Todesfälle bei Kindern im Gazastreifen. Grund sei der Mangel an Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser. Dies führe zu bedrohlicher Unterernährung und der rasanten Ausbreitung von Krankheiten, erklärten Vertreter von UNICEF, der WHO und des Welternährungsprogramms. In Thüringen hat es in den vergangenen Tagen mehrere Anschläge auf Wohnhäuser und Büros von Politikern gegeben. Das Wahlkreisbüro der linken Landtagspräsidentin Pommer wurde mit Hakenkreuzen beschmiert. In diesem Fall hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Zudem haben Unbekannte die Fensterscheiben von 2 SPD-Büros in Suhl eingeworfen und auf das Wohnhaus eines SPD-Politikers wurde ein mutmaßlicher Brandanschlag verübt. Auch ein davor parkendes Auto wurde angezündet. Bundeskanzler Scholz hat die Bedeutung ausländischer Fachkräfte für die deutsche Wirtschaft betont und für weitere Zuwanderung geworben. Bei einer Veranstaltung der Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände forderte Scholz die Unternehmen dazu auf, die neuen Möglichkeiten durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu nutzen. Bürokratische Hürden wolle die Bundesregierung abbauen. Ein Bereich, in dem händeringend Arbeitskräfte gebraucht werden, ist bekanntlich die Pflege. In Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen, überall herrscht Personalmangel. Und das Problem wird sich in den nächsten Jahrzehnten noch verschärfen. Bis 2049 werden mindestens 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Anna Wasberg berichtet, wie in Marokko Pflegekräfte dafür ausgebildet werden, in Deutschland zu arbeiten. Und dass das ein zweischneidiges Schwert ist, denn auch in Marokko fehlen Fachkräfte. Mit der ganzen Familie Tee trinken, essen, gemeinsam lachen. Es fällt Farah Muknar schwer, das alles bald hinter sich zu lassen. Aber trotzdem will die 22-Jährige weg aus Marokko, um als Pflegekraft in Deutschland zu arbeiten. Um ehrlich zu sein, es ist eine herausfordernde Situation bei mir. Aber wenn ich in Deutschland gehe, möchte ich meine Familie unterstützen. In einem Pflegeheim am Niederrhein wird Farah 3 bis 5 Mal so viel verdienen wie in Marokko. Der Arbeitsvertrag ist schon unterschrieben, erzählt sie uns stolz. Bis dahin haben ihre Eltern viel Geld in die Ausbildung der jüngsten Tochter investiert.
Es war ihre Idee, nicht meine, nach Deutschland zu gehen. Ich bin ihr Vater, ich habe sie gut erzogen, sie ist gut ausgebildet und hat den Beruf gewählt, den sie schon lange mochte. 3 Jahre Krankenpflegeausbildung an einer privaten Schule in Marrakesch liegen hinter Farah. Und hier machen Vermittlungsagenturen ganz gezielt Werbung für deutsche Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Denn die sind bereit, Deutschunterricht, Organisation und mehr für marokkanische Fachkräfte zu finanzieren, um so Personallücken in Deutschland zu füllen. Wenn der Kandidat schon ein Visum hat, dann bereitet der Arbeitgeber die Wohnung für ihn vor. In Deutschland wird die Person direkt am Flughafen abgeholt, zur Wohnung gebracht und rumgeführt. Es ist also alles vorbereitet. Vorher geht es aber, auch für Farah, zum Sprachintensivkurs bei der Vermittlungsagentur in Marrakesch. Okay. Dann so, die Tür aufmachen. Deutschland kennen sie bisher nur aus Erzählungen, die Sprache auch. Es ist ein komplett neues Vokabular, neue Grammatik. Das war am Anfang ganz schön schwer. Jeder junge Mensch, der hier weggeht, fehlt. Denn auch in Marokko herrscht Fachkräftemangel. Und wie viele dann später mit ihrer Erfahrung aus Deutschland wieder in die Heimat zurückkehren werden, weiß niemand. Die generelle Frage ist, wer gewinnt und wer verliert bei dem Ganzen. Am Ende verlieren Länder wie Marokko. Sie verlieren gut ausgebildete Menschen und damit die Chance, sich zu entwickeln. Für Farah Moukna steht jetzt erstmal ihre persönliche, berufliche Entwicklung im Vordergrund. Die ist für sie in Deutschland, allein, ohne Familie, ohne ihren Verlobten. Den will sie später nachholen. Sollte irgendwann hierzulande wieder in größerem Stil gebaut werden, dürfte es dann auch in der Branche einen erheblichen Arbeitskräftemangel geben. Betriebe machen zu, Leute wandern ab, werden nicht ausgebildet und irgendwann sind dann auch nicht mehr genug da, wenn sie wieder gebraucht werden. Dass einzelne Wirtschaftszweige über ihr Schicksal klagen, ist natürlich nicht neu. Geklagt wird ja eigentlich immer. Aber was sich derzeit in der Baubranche abspielt, ist tatsächlich dramatisch. Das bestätigt auch der heute vorgestellte Bericht der sogenannten Immobilienweisen. Der Einbruch kam praktisch ungebremst und plötzlich und lässt das noch vor 2 Jahren von der Bundesregierung ausgerufene Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen geradezu absurd aussehen. Thaddeus Parade berichtet. Es sind seltene Bilder in diesen Tagen. Eine Baustelle, auf der noch gearbeitet wird und kein Stillstand herrscht. Hier in Emmerich am Niederrhein sollen 36 Wohnungen bald bezugsfertig sein. Eines der wenigen Wohnbauprojekte, die Bauunternehmer Michael Köster noch in seinen Auftragsbüchern stehen hat. Es ist für uns fast unmöglich, kommende Aufträge zu planen, weil wir gar nicht wissen, ob sie kommen und wenn sie kommen, wann sie kommen. Wir sind da so ein bisschen der Willkür der Politik ausgeliefert. Und das führt zu ganz, ganz großem Unmut. Stillstand fast überall in der Republik. Der private Wohnungsbau verzeichne Rekordeinbrüche, warnt der Zentralverband der Immobilienwirtschaft und malt ein düsteres Zukunftsszenario. Bis 2027 würden 830.000 Wohnungen fehlen. Neben hohen Zinsen seien vor allem hohe Steuern, Abgaben und staatliche Auflagen schuld am Einbruch. Das führt dazu, muss ich sich vorstellen, dass Sie dann eine schwarze Null als Wohnungsentwickler bekommen, wenn Sie eine Miete nehmen würden von 21 € im mittleren Segment. Sie können sich schnell vorstellen, das kann niemand bezahlen. Und um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut, geht bankrott. Um den Wohnungsbau anzukurbeln, schlägt der Interessenverband Folgendes vor. Die staatliche Förderung für klimafreundlichen Neubau von 1 Milliarde auf 3 Milliarden € aufzustocken und temporär auf die Grunderwerbsteuer zu verzichten. Der Bund habe seine Hausaufgaben gemacht, zahlreiche Förderprogramme aufgesetzt, rechtfertigt die Bundesbauministerin. Nun seien auch die Länder in der Bringschuld. Das heißt, die Länder müssen auch aus meiner Sicht hier genau schauen, welchen Beitrag sie durch die Senkung der Grunderwerbsteuer leisten können, um die so dringend benötigten Wohnungen entstehen zu lassen. Mit welchen Maßnahmen auch immer die Wohnungskrise nun entschärft wird. Jetzt rächt sich auch, dass Projektentwickler während der Niedrigzinsphase lieber Luxuswohnungen statt Sozialwohnungen gebaut haben. Dass nun in der Krise der Ruf nach staatlicher Hilfe laut wird, sorgt auch für Kritik.
Die Frage ist natürlich tatsächlich, ob man Unternehmen subventionieren muss, die klar renditeorientiert sind und von denen ein Unternehmen, die LEG, im letzten Jahr verkündet hat, dass man alle rechtlich möglichen Mieterhöhungen ausschöpfen will. Und ob ich dort dann noch mal stark subventionieren muss, mit unserem Geld letztlich, nämlich dem Geld aller Bürger, das würde ich doch mal in Frage stellen. Bis alle Fördermaßnahmen greifen, wird es dauern. Bauunternehmer Michael Köster hofft, dass er bis dahin mit seinem Unternehmen über die Runden kommt. Ja, mit dem Thema geht es jetzt auch bei dir noch mal weiter, Hanna. Ja, dazu passt nämlich, dass die KfW-Förderungen für klimafreundliche Neubauten, altersgerechtes Bauen und genossenschaftliches Wohnen seit heute wieder beantragt werden können. Frank Bethmann, wie sehen diese Förderprogramme denn genau aus? Naja, es ist wieder was drin in den genannten Baufördertöpfen. Bauwillige haben tatsächlich ab heute wieder die Möglichkeit, bei der staatlichen Förderbank KfW entsprechende Programme zu beantragen. Programme, die erst im Dezember wegen fehlender Mittel gestoppt wurden. Nun gibt es also wieder Zuschüsse. Für das Programm Klimafreundlicher Neubau stehen im laufenden Jahr zunächst 762 Millionen Euro zur Verfügung, die aber aufgestockt werden können auf 1 Milliarde Euro. Und 165 Millionen Euro gibt es zusammen für die Bereiche altersgerechtes Umbauen und genossenschaftliches Wohnen. Fördergelder, die zu zinsvergünstigten Krediten zwischen 2 und 2,5% zu bekommen sind. Damit kostet das Baugeld der KfW zwar deutlich weniger als ein klassisches Hypothekendarlehen, bei dem aktuell um die 3,5% fällig werden. Im letzten Jahr kam man aber doch deutlich günstiger an die Fördergelder. Nun reichen diese Förderungen ja aus Sicht der Bauwirtschaft dennoch nicht. Warum genau? Naja, die Fördermittel hätten ja bereits im vergangenen Jahr nicht ausgereicht. Und es klang ja eben schon an, statt 1 Milliarde sollten es eher 3 Milliarden Euro sein. Bei einem KfW-Zins von 2%, so wurde vorgerechnet, würde eine Fördersumme von 3 Milliarden Euro 100.000 zusätzliche Wohnungen bringen. Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzung. Gerne. Der Streik des Lufthansa-Bodenpersonals hat heute deutschlandweit zu Flugausfällen und Verspätungen gesorgt. Betroffen sind rund 100.000 Passagiere an allen großen Flughäfen. Der Ausstand des Bodenpersonals dauert noch bis morgen 7:10 Uhr. Dann gehen auch die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Lufthansa weiter. Verdi fordert für die rund 25.000 Beschäftigten unter anderem ein Lohnplus von 12,5%, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei einer Bürgerbefragung im brandenburgischen Grünheide hat sich eine Mehrheit gegen den Ausbau des Tesla-Werks ausgesprochen. Auf zusätzlichen Industrieflächen will der US-Autobauer unter anderem einen Güterbahnhof errichten. Für Kritik sorgt unter anderem, dass dafür mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden müssten. Die Ergebnisse der Befragung sind nicht bindend. 1990 schoss Andreas Brehme das entscheidende Tor im WM-Finale gegen Argentinien und machte Deutschland zum Weltmeister. In der Nacht ist der 63-Jährige nun überraschend gestorben. Mit einem Elfmeter schießt sich Andreas Brehme 1990 in die Reihe der Fußballlegenden. Eigentlich war Kapitän Matthäus Elverschütze bei dieser WM. Der wechselte in der Pause die Schuhe und fühlt sich in den neuen unsicher. Der beidfüßige Brehme, der Elfmeter auch schon mal mit links schießt, verwandelt sicher zum 1:0 Siegtreffer. Ein Abwehrspieler mit Offensivimpulsen. In 86 Länderspielen trifft Brehme 8-mal. 1960 in Hamburg geboren, beginnt sein Fußballerleben bei Barmbek-Uhlenhorst. Bundesliga-Debüt 81 mit Kaiserslautern. Als Bayern-Spieler wird er 87 zum ersten Mal deutscher Meister. Mit Inter Mailand gewinnt Brehme die italienische Meisterschaft und den UEFA-Pokal. Zurück in Kaiserslautern dann die bitterste Stunde als Fußballer, der Abstieg 1996. Man muss alles mitnehmen, man kann nicht nur mit Erfolgen leben. Und an der Erfolge denke ich na klar lieber wie an die Negativschlagzeilen. Eine Woche nach dem Abstieg Pokalsieg und 1998 zum Karriereende der Meistertitel mit Lautern. Brehme versucht sich danach als Trainer, kann an seine Erfolge auf dem Platz aber nicht anknüpfen. Im Januar war er bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer, seinem Teamchef von 1990. Jetzt muss Fußball Deutschland schon wieder von einem Weltmeister Abschied nehmen. Goodfellas, Taxi Driver, Gangs of New York, The Wolf of Wall Street.
Als Regisseur blieb Martin Scorsese ein Kind seiner Stadt. New York war die Kulisse einiger seiner größten Filmerfolge, die auch unser Bild prägten, von Manhattan, der Mafia und der Wall Street. Scorsese stand für harte, drastische Filme mit ebensolchen Dialogen, die Fans weltweit auswendig zitieren können. Und immer ging es um Gier, Macht und Männer. Für sein Lebenswerk wurde er heute auf der Biennale ausgezeichnet mit dem Ehrenbären. Nadja Nasser hat ihn in Berlin getroffen. Martin Scorsese gut gelaunt beim Fototermin der Berlinale. Dass der Regiemeister ein großer Fan des Festivals ist seit langem bekannt. Jetzt kam er nach Berlin, um sich den Ehrenbär für sein Lebenswerk abzuholen. Aber das fühle sich für den 81-Jährigen fast noch ein bisschen verfrüht an. Ich schaue nie zurück und denke, das ist mein Lebenswerk. Ich finde ja, dass ich immer noch am Arbeiten bin, also eher so mittendrin stehe. Aber in Wirklichkeit mache ich das natürlich schon sehr lange. Ich hoffe einfach, dass ich noch ein bisschen weitermachen kann. Mehr als 70 Filme hat er im Laufe seiner Karriere inszeniert. Aktuell ist Scorsese wieder Oscar nominiert. Mit Killers of the Flower Moon hat er ein episches Werk gedreht, in dem es einmal mehr um Gier, Macht und Gewalt in Amerika geht. Geld gibt's jetzt im Überfluss. Ich finde Gefallen an Geld, Sir. Wie schon in vielen seiner Filme, ob im Mafiadrama Goodfellas von 1990, in Casino von 1995 Vom Geld, ja? Wie findest du das? Schnell, ruf den Sicherheitsdienst! oder der bitterbösen Finanzsatire The Wolf of Wall Street von 2013. Ich finde, wir müssen uns als Menschen immer wieder den Spiegel vorhalten und erkennen, wer wir so sind als Spezies. Und vielleicht ist Kino genau der Weg, das zu tun. Aufgewachsen in Little Italy in New York als Nachkomme sizilianischer Einwanderer, hat er in seinen Filmen oft Außenseiter ins Zentrum der Geschichten gerückt. Viele seiner Figuren sind Antihelden, wie der selbsternannte Rächer Travis Bickle in Taxi Driver von 1976, grandios gespielt von Robert De Niro. Reden Sie mit mir? Sie reden mit mir? Für diese unvergesslichen Kinomomente wird er jetzt auf der Berlinale geehrt und ausgiebig gefeiert. Mit dabei Wegbegleiterinnen wie Hollywood-Star Sharon Stone, Laudator Wim Wenders und viele prominente Fans wie Maria Schrader, Fatih Akin, Caroline Herfurth und Sibel Kekili. Martin Scorsese, ein Ausnahmeregisseur, sein Preis fürs Lebenswerk einer der Glanzpunkte des Festivals. Das war's im Heute-Journal. Gleich geht's mit der Reportagereihe 37 Grad weiter. Heute unter dem Titel Die Farbe meiner Haut, wie Menschen in Deutschland Alltagsrassismus erleben. Und gegen Mitternacht meldet sich dann hier Nazan Gökdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Bis morgen, auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Abend. Die Bodenwasserspeicher in Deutschland sind zurzeit sehr gut gefüllt. Soll heißen, in einer Tiefe von 0 bis 60 Zentimeter passen kaum noch mehr als 10 Liter pro Quadratmeter, bevor der Regen oberflächlich abfließt oder sich mangels Gefälle in Pfützen sammelt. Und bis Sonntagabend fallen in Deutschland so 10 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Noch mehr Regen kommt herunter, hier auf der Alpen-Südseite, aber auch in Teilen von Frankreich und Spanien. Heute Nacht zieht der Regen vor allen Dingen über den Norden und Nordosten hinweg. Im Süden ist es dagegen zum Teil klar, dann bildet sich auch mal Nebel. So sinken die Temperaturen am Alpenrand bis -2 Grad. Im südlichen Baden-Württemberg und in Bayern reicht's für Bodenfrost. Sonst bleibt die Nacht bei 9 bis 4 Grad, dafür zu mild. Morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in den Mittelgebirgen und 14 Grad in Niederbayern. Und der Regen
Regen der Nacht, der verlässt uns dann ostwärts, bevor dann aber ganz bald neuer Regen von Westen herankommt. Dazwischen aber werden wir auch mal die Sonne zu Gesicht bekommen. Zum Beispiel hier in Nordfriesland an der Ostseeküste, vor allen Dingen aber zwischen Sachsen und dem Saarland. Und am freundlichsten wird es wohl zwischen dem Oberrhein und dem Bayerischen Wald. Und dann kommt der Donnerstag. Der bringt uns ein Sturmtief und dazu auch noch viel Regen. Das wird also ausgesprochen ungemütlich. Danach wird es merklich kälter. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen bei 4 bis 11 Grad. Guten Abend.